Na, habt ihr auch so Lust auf so eine Torte mit Buttercreme obendrauf, mit einer leckeren Rhabarber-Apfelschicht? Na dann passt mal schön auf. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nobbys Kochstunde. Wir machen eine leckere Rhabarber-Apfeltorte mit mehreren Schichten, zum Beispiel eine Aprikosen-Konfitürenschicht mit einer Buttercreme obendrauf. Richtig lecker. Ja, aber erstmal bereiten wir die Springform vor, weil zuerst müssen wir erstmal den Rührteig backen. Ja, was brauchen wir für den Rührteig? Wir brauchen Mehl, Backpulver, Zucker, Vanillezucker, 2 Eier und natürlich Butter. Den Vanillezucker und den Zucker vermischen wir erstmal und das Mehl mit dem Backpulver. Und beim Rührteig fangen wir erstmal an, die Butter cremig zu schlagen. Dann geben wir den Zucker hinzu und schrittweise die Eier. Jedes Ei jeweils immer richtig gut verrühren. Nach den Eiern geben wir abwechselnd Mehl und Milch hinzu. Anschließend wäre der cremige Teig fertig und wir können ihn in die Springform geben. Mit dem Kuchenschieber verteilen wir den Teig grob und natürlich haben wir den Ofen schon auf 180 Grad vorgeheizt, weil danach kommt der Kuchen anschließend für 25 Minuten in den Backofen. Kurz abgekühlt befreien wir den Kuchen anschließend von der Backform, stürzen ihn dann auf eine Tortenplatte und nehmen einen Tortenring und umranden mit ihm den Teig. Anschließend nehmen wir dann gleich noch die Aprikosenkonfitüre und bestreichen damit den Boden. Dann wenden wir uns sozusagen der Füllung zu, aber dafür müssen wir erstmal ein bisschen was vorbereiten, indem wir eine Zitrone auspressen und den jungen Rhabarber vorbereiten. Wenn er natürlich schön jung ist, der Rhabarber, dann ist er Gott sei Dank nicht so richtig holzig. Aber wir müssen ihn natürlich kontrollieren und alles, was wir nicht brauchen, wegschneiden. Und wenn doch was holzig ist, dann entfernen wir das natürlich.
Die Rhabarberstangen, die schneiden wir dann in kleine Stücke und geben sie dann weiter danach in eine Schüssel. Aber keine Angst, die bleiben da nicht lange alleine, weil es kommt noch eine weitere Zutat hinzu, und zwar Äpfel. Da nehmen wir die gleiche Menge an Äpfel wie beim Rhabarber. Ja, und dann wird das eine richtig volle Schüssel sein mit leckeren Zutaten. Ja genau, weil es kommen noch weitere Zutaten hinzu. Zum Beispiel ein Zitronenschalenabrieb oder nachher später noch der Zitronensaft, damit die Äpfelstücke nicht braun werden. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch Zimt hinzugeben, aber wegen dem Rhabarber lasse ich den dieses Mal draußen. Und zu dem Zitronensaft, den wir jetzt hinzugegeben haben, geben wir jetzt auch noch den Zucker hinzu. Somit sollten die Äpfelstücke nicht braun werden. Und natürlich immer schön umrühren das Ganze. Wenn wir dann soweit sind, geben wir ein bisschen Butter in den Kochtopf und dort geben wir dann die Rhabarberstücke und die Apfelstücke hinein und lassen das Ganze stark aufkochen. Jetzt können wir natürlich auch den restlichen Zucker hinzugeben und etwas später 300 Milliliter Weißwein. Wer möchte, kann natürlich Apfelsaft nehmen, wenn Kinder nachher mit am Tisch sitzen und diese leckere Torte probieren. Natürlich wird der Rhabarber hier richtig weich gekocht, aber das macht überhaupt nichts. Weil jetzt geben wir dann mit Weißwein angerührte Stärke mit hinein und somit wird das Ganze so richtig fest. Geben wir das dann sofort danach auf den Boden drauf. Wichtig ist es aber auch danach, wenn wir die Stärke hinzugegeben haben, dass wir das Ganze mal ein paar Minuten lang richtig gut durchrühren, damit alles schön homogen ist. Das ist richtig wichtig, weil wir wollen nachher nicht, dass irgendwas Flüssiges in der Torte nachher umeinander läuft, wenn wir die Torte anschneiden. Also wie schon gesagt, wir geben dann die Rhabarber-Apfelmischung auf den Boden drauf und glätten das kurz mal noch ein bisschen. Wir lassen das Ganze dann abkühlen, aber damit das sich keine Haut bildet, geben wir Frischhaltefolie drauf. Und dann geht es gleich wieder an den Herd, weil wir müssen dann noch Vanillepudding kochen. Und für diesen Pudding mischen wir erstmal den Zucker mit dem Bourbon Vanillezucker. Und für den Pudding brauchen wir auch Milch. Da geben wir die Milch in den Topf hinein und wir halten aber ein bisschen Milch zurück, weil mit der Milch rühren wir die Stärke oder das Puddingpulver an. Und diese Stärke rühren wir anschließend in die Milch hinein. Aber natürlich muss die Milch vorher kochen. Und bevor wir die Stärke in die Milch hineingeben, geben wir vorher schon den Zucker hinzu, damit der sich in der Milch auflöst. Natürlich müssen wir lange und ausgiebig das Ganze durchrühren, damit keine Klumpen entstehen. Und auch hier geben wir gleich danach Frischhaltefolie auf den Pudding drauf, damit auch hier keine Haut entsteht. Und auch der Pudding muss jetzt erstmal abkühlen, bevor wir dann an die Küchenmaschine gehen. Nämlich in diese Küchenmaschine geben wir 250 Gramm richtig weiche Butter. Und diese Butter, die schlagen wir so richtig lange durch, damit die richtig schön cremig wird.
Während die Butter jetzt so schön durchgeschlagen wird, können wir schon mal die Klarsichtfolie, die Frischhaltefolie entfernen. Und da der Pudding richtig fest ist, müssen wir den natürlich erstmal durchrühren, damit der geschmeidig wird. Sonst entstehen eventuell in der Buttercreme Klumpen. Aber bevor wir den Pudding hinzugeben, geben wir erstmal wieder Zucker hinzu, zur Butter. Habe ich euch zu viel versprochen? Schaut mal, wie cremig jetzt diese Butter geworden ist. Und zwischendurch können wir auch die Frischhaltefolie von der Rhabarber-Apfelfüllung entfernen. Gut, die Buttercreme ist ja noch nicht fertig. Jetzt müssen wir löffelweise den Vanillepudding zur Butter hinzugeben. Und weiter geht's dann gleich mit der Buttercreme weiter, indem wir die auf die Rhabarber-Apfelfüllung drauf geben. Und dieses Mal strengen wir uns so richtig an und verteilen die Buttercreme schön gleichmäßig, sodass sie richtig schön glatt wird. Wenn natürlich jetzt die Torte so richtig schön kühl ist, ja, dann können wir auch mal den Tortenring entfernen. Und da helfe ich einfach mit einem schmalen Messer nach. Na, wenn das mal nicht richtig gut aussieht. Ja, dann ist es auch soweit. Wir können uns ein schönes Stück abschneiden. Und ich bin so richtig zufrieden. Die ist mir so richtig gut gelungen, die Torte. Ja, ich würde vorschlagen, ihr versucht's mal, backt diese herrliche Torte nach und berichtet mir, wie sie geworden ist. Das würde mich so richtig interessieren. Aber wie ihr seht, wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von Norbis Kochstunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt am Ball.